I commit to telling the truth from this podium every single day. President Trump has directed Elon Musk and the Doge team to identify fraud at the Social Security Administration. They suspect that there are tens of millions of deceased people who are receiving fraudulent Social Security payments. Das Late-Night-TV hat sich gerade in einen politischen Feuersturm verwandelt. Jimmy Kimmel ließ eine Bombe über Caroline Leavitt platzen. Und innerhalb weniger Minuten ist Trump völlig ausgerastet. Wir sprechen von Live-Fernsehaufnahmen, geheimen Verbindungen und einer wütenden Reaktion direkt aus Mar-a-Lago. Sind Sie der Meinung, dass Comedians wie Kimmel politische Persönlichkeiten im Fernsehen bloßstellen sollten? Kommentieren Sie. 1 für Ja, 0 für Nein. Wir wollen von Ihnen hören. Was Kimmel sagte und was es enthüllte, hat Trumps gesamtes Team in Aufruhr versetzt. Our headquarters in Hollywood, where a lot of the country watched a very special episode of The White POTUS tonight. It was a night of pomposity and circumstance as Donald Trump addressed a joint session of Congress because, he rarely gets to be on TV, so why not? Can you tell us that the lie heap is not one of those affected? So you're asking a hypothetical based on programs that you can't even identify. Just identify. What I can tell you just to be clear, since you guys haven't identified, let's do it together, just for Americans at home. Medicaid, is that affected? I gave you a list of examples: Social Security, Medicare, welfare benefits, food stamps that will not be impacted by this federal pause. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der der Führer der freien Welt ein Reality-TV-Star mit einem Haarteil ist, das allen natürlichen Regeln widerspricht. Ist das nicht eine bizarre Welt? Aber in dieser Welt leben wir seit Jahren. Dank Donald Trump. Jetzt haben wir in diesem Umfeld eine Mannschaft von hingebungsvollen Pressesprechern, die ihr Bestes tun, um aus den lächerlichsten Äußerungen und Ausfällen so etwas wie Kompetenz zu machen. Doch niemand kann das so gut wie Caroline Levine. Als Trumps Pressesprecherin ist sie dafür verantwortlich, eine Präsidentschaft zu verteidigen, die von Skandalen, Unwahrheiten und zweifelhaften Handlungen durchsetzt ist. And they should be trusted with that. To be clear, Americans can make the decision for themselves, but whether is the Sure. you said it's not war plans. Would you characterize these as military plans, military operation plans? I would characterize this messaging thread as a policy discussion, a sensitive policy discussion, surely, amongst high-level cabinet officials and senior staff. The president said that Pete Hegseth said none of this was classified. So given the president has seen it now, and given the president understands that significant military plans are deemed classified as secret, how does the president view none of this, which details times and weapons and more, as being not classified? I've already been asked and answered this question. The president's thoughts on this remain the same today as they were yesterday. Levins Aufgabenbeschreibung war recht einfach. Man nehme jede verrückte Aussage von Trump und verdrehe sie in etwas, das der Wahrheit nahe kommt. Aber seien wir ehrlich, wie kann man aus einem solchen Durcheinander etwas halbwegs Vorzeigbares machen? Caroline tat ihr Bestes. Aber es kam ihr immer so vor, als würde sie Überstunden machen, um einen Präsidenten zu verteidigen, der in seinem eigenen kleinen Universum lebte, in dem Fakten optional waren und gesunder Menschenverstand, nun ja, nicht existierte. Und hier wird es dann richtig lustig. To the woman in the purple, because I saw you were making a face at my previous answer. So, what's going on? Hier kommt Jimmy Kimmel ins Spiel, der Late-Night-Talkshow-Moderator, der Donald Trump aufs Korn genommen und kritisiert hat. Kimmel, der Meister des Sarkasmus und der Schlagfertigkeit, zögert nicht, jeden ins Fadenkreuz seiner Komik zu nehmen. Aber wenn er beschließt, seine Aufmerksamkeit auf die Trump-Regierung zu richten, kann man sicher sein, dass es ein unvergesslicher Abend werden wird. It's President Zamboni had posted about our friends up north. They will pay a financial price for this so big it will be read about in history books for many years to come. The only thing that makes sense is for Canada to become our cherished 51st state. This would make all tariffs and everything else totally disappear. We will have the safest and most beautiful nation anywhere in the world, and your brilliant anthem, O Canada, will continue to play, but now representing a great and powerful state within the greatest nation that the world has ever seen. He's moving on Canada like a bitch, and no one's stopping him. This is how Jafar from Aladdin tried to mate with Princess Jasmine. Wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie es bitte. Kimmel hat die einzigartige Fähigkeit, Menschen auf bissige, humorvolle und, seien wir ehrlich, schmerzlich wahre Weise zu kritisieren.
Er konzentriert sich nicht nur auf die einfachsten Gelegenheiten. Stattdessen sind seine Schläge ziemlich genau. An diesem Abend war Caroline Leavitt das Ziel. Die Art und Weise, wie er über sie herfiel und sie zum Mittelpunkt seiner Tirade machte, brachte das Publikum zum Lachen. Doch Trump, der Egomanie, nahm die Witze nicht auf die leichte Schulter. Nein, er reagierte in typischer Trump-Manier, voller Empörung und nahezu unverständlichen Tiraden. We are not going to sit back and take it. Our leaders on the left are going to stand up for what's right. And we cannot allow Elon Musk and a small group of people to secretly, behind closed doors, take away our privacy, take away our dollars, take away everything we have. We are going to fight this fight. I am going to stand with you in this fight. And we will win. Trumps Reaktion war typisch für einen Mann, der zwar Beleidigungen ausstößt, sie aber nicht hinnehmen kann, ohne darauf zu reagieren. Nach Kimmels vernichtendem Angriff auf Caroline machten Trumps Twitter-Finger Überstunden. Es war, als würde man einem Vulkan beim Explodieren zusehen, nur dass es statt Lava mehr Beschwerden über Fake News und die grausame Behandlung gab. Es ist fast so, als könnte er nicht glauben, dass sich jemand über seine Regierung lustig macht, wenn die Unfähigkeit immer jemand anderem angelastet wird. Quick question for the audience. Did anyone else get a group chat invite from the National Security Advisor today? Just me? I know we shouldn't enjoy the fact that we have a confederacy of dunces running this country, but I'll be honest, I can't help it. I'm enjoying it right now. This week in the race between dumb... Damit wir uns richtig verstehen, Kimmels Braten war genau richtig. Er rügte Caroline dafür, dass sie versucht, Trumps nicht enden wollende Liste von Katastrophen zu rechtfertigen. Die gesamte Trump-Administration hat versucht, eine Geschichte des Triumphs zu erzählen, während das Land in Wirklichkeit in Flammen stand, dank der Entscheidungen von Trump und seinen Kumpanen, sowohl metaphorisch als auch physisch. Caroline war mit ihrer ernsten Miene und ihrer Aura des Fachwissens immer bereit, das Unhaltbare zu verteidigen. Sie schaffte es, Trumps verrückte Äußerungen so aussehen zu lassen, als wären sie Teil einer größeren Strategie. Währenddessen saß der Rest der Welt da und fragte sich, ob sie in einer seltsamen parallelen Realität lebten. It's been 7 weeks since Donald Trump took office, and so far it has been much worse than I think anyone thought it would be. We're friends with Russia now, we're dumping the Department of Education, we're forcing ourselves on Canada. The tariff of Nottingham is on quite a tear. Today Trump announced an additional 25% tariff on all Canadian steel coming into the United States. There he goes again, trying to stop the steal. Aber Kimmel wollte nichts davon wissen. Sein Kommentar über Caroline und Trumps Regierung war eine fantastische Mischung aus Ironie und Realität. Er zögerte nicht, die Dummheit der Trump-Regierung anzuprangern. Und er nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es um Carolines Rolle bei all dem ging. Die Witze darüber, dass sie das Unentschuldbare verteidigt, waren amüsant, weil sie so treffend waren. Wie kann man im nationalen Fernsehen jemanden verteidigen, der wiederholt bewiesen hat, dass er keinen Bezug zur Realität hat? Wie kann man Trumps Unwahrheiten, Verschwörungen und Unfähigkeit in so etwas wie Realität verwandeln? Kimmel nutzte die Gelegenheit auch, um die Lächerlichkeit des Ganzen zu betonen. Er wies darauf hin, dass Caroline trotz ihres politischen Fachwissens und Charismas etwas erklären musste, das keinen Sinn ergab. Wie kann man einen Präsidenten verteidigen, der die grundlegenden politischen Zusammenhänge nicht zu verstehen scheint? Wie kann man einen Mann verteidigen, dessen Vorstellung von globalen Beziehungen darin besteht, die führenden Politiker der Welt auf Twitter anzugreifen? Dollars to donut. Caroline Leavitt couldn't tell you anything about the European Parliament. Let's watch Caroline Leavitt talk about France. There is now a member of the European Parliament from France who does not think the U.S. represents the values of the Statue of Liberty anymore. They want the Statue of Liberty back. So is President Trump going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not. My advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country.
What an embarrassment for St. Anselm's College in New Hampshire and its political institute. This is a spokesperson for the President of the United States, and she said that with such incredible certitude and snark. Better thank us, France, or you'd be speaking German, a child. Der beste Teil von Kimmels Röstung waren jedoch nicht die Witze selbst. Das war die Reaktion von Trump. Und es ist schwer vorstellbar, dass jemand empörter war als er selbst, Trump dabei zuzusehen, wie er wegen eines Late-Night-Witzes den Kopf verliert. Ist so, als würde man einem Kind dabei zusehen, wie es sich aufregt, weil es nicht den Gegenstand bekommt, den es sich wünscht. Trumps Antwort war bemerkenswert, weil sie so kleinlich war. Er twitterte weiter. Es schien ein nicht enden wollender Strom von Wutausbrüchen darüber zu sein, wie unfair er und seine Mitarbeiter von den Fake-News-Medien behandelt wurden. Doch selbst als er diese wütenden Tweets absetzte, hatte er keine Ahnung, dass der Rest der Welt über ihn lachte. Je mehr er sich aufregte, desto absurder erschien ihm das Ganze. Caroline tat ihrerseits ihr Bestes, um ruhig und gelassen zu bleiben, wie ein erfahrener Profi, der schon viel durchgemacht hat. Aber es war offensichtlich, sie war im Kreuzfeuer eines Szenarios gefangen, das ihre Fähigkeiten bei weitem überstieg. Trump zu verteidigen, war wie der Versuch, einem Eskimo Eis zu verkaufen. Nur dass man statt Eis versuchte, ihm das Eis zu verkaufen. Es ist ein schwieriger Job. Und Caroline war trotz ihrer besten Versuche nur ein Teil der großen Komödie, die die Trump-Regierung darstellte. Will nothing that the president's doing here in terms of the freeze in these programs raise prices on ordinary Americans? What particular actions are you referring to that I'm would... referring to LHEAP right now. That's the low-income heating program, for example. We can talk about, there's no clarity, so I could refer to a lot of them. We don't know what they are specifically. Can you tell us that LHEAP is not one of those affected? So you're asking a hypothetical based on programs that you can't even identify. Wir sollten nicht vergessen, dass Kimmels Spott nicht das Ende der Geschichte war. Nein. Von da an wurde es noch schlimmer. Trump, wie ein Welpe, der zu oft gestiefelt wurde, war noch nicht fertig mit seinem Wutanfall. Dann kritisierte er Carolines Professionalität und bezweifelte, dass sie in der Lage sei, seine Lügen zu verteidigen, als ob irgendjemand einen Präsidenten verteidigen könnte, dessen Gesicht aussieht, als sei es auf einen Kürbis gesprüht worden. Doch dann legte er noch einmal nach, indem er die Beleidigungen verdoppelte und genau die Person ins Visier nahm, die ihm eigentlich den Rücken stärken sollte. Es war eine prächtige und wilde Show. Die Pressesekretärin, die eigentlich die Ruhe im Sturm sein sollte, war plötzlich mitten im Chaos gefangen und konnte sich nirgendwo verstecken. Karoline Leavitt, die ohnehin schon Überstunden machte, um mit Trumps nicht enden wollenden PR-Krisen fertig zu werden, musste sich nun auch noch mit einem Präsidenten herumschlagen, der schrie, weil sich jemand über sie lustig machte. Es war, als würde ein Mann versuchen, ein Feuer mit Benzin zu löschen. With his comments on Bret Baier refusing to apologize for disrespecting the president and the American people in the Oval Office. The President Zelensky was in the White House today and had a real chance to sign an economic agreement that would have been great for the American people to recoup our tax dollars and great for the Ukrainian people to rebuild their country. And unfortunately, he blew the deal up in his own face. Im Großen und Ganzen ist diese ganze Episode nur ein weiteres helles, blinkendes Warnzeichen auf dem langen, chaotischen Highway, der die Trump-Administration war. Es war keine Regierung, es war ein Spektakel. Eine gut geölte Maschinerie der Dysfunktion, die nicht nur Verwirrung und Unordnung tolerierte, sondern sie als Waffe einsetzte. Sie lief mit einem Treibstoffcocktail aus Ego, Missgunst und einer tiefen, fast pathologischen Abneigung gegen die Wahrheit. Vom ersten Tag an war klar, dass es sich nicht um eine Verwaltung handelte, die auf politischem Sachverstand, einer kohärenten Vision oder auch nur auf grundlegender Kompetenz beruhte. Sie wurde auf dem wackeligen Gerüst des Bedürfnisses eines Mannes aufgebaut, jede Schlagzeile zu beherrschen und jeden Misserfolg in eine Illusion von Erfolg zu verwandeln. Trump wollte keine Regierung, er wollte eine Bühne. Und er besetzte jede Hauptrolle mit sich selbst, vom Opfer über den Helden bis hin zum missverstandenen Genie, mit einer wechselnden Besetzung von Loyalisten, die Nebenrollen in seinem nicht enden wollenden Drama spielen. Hier kommt Karoline Leavitt ins Spiel. Pressesekretärin mit Titel, Chaos-Managerin mit Notwendigkeit. In ihrem Job ging es weniger darum, die Öffentlichkeit zu informieren, als vielmehr darum, Ungereimtheiten in etwas zu übersetzen. Das vage an eine Strategie erinnerte. Sie stand auf dem Podium wie eine Sprecherin für einen defekten Vergnügungspark und beteuerte,
dass die Fahrgeschäfte sicher seien, während sie wild außer Kontrolle gerieten und gelegentlich in Flammen aufgingen. Sie wurde zur menschlichen Verkörperung der Absurdität, unerbittlich loyal, ständig in der Defensive und immer nur eine Frage davon entfernt, das Unerklärliche erklären zu müssen. Ganz gleich, ob sie politische Fehlentscheidungen rationalisierte, Fragen zum neuesten Skandal auswich oder Trumps jüngsten Zusammenbruch in den sozialen Medien in eine Art Meisterleistung der Führung verwandelte. Carolines Rolle bestand nie aus Klarheit, es ging ums Überleben. Doch trotz all ihrer Argumente und geschickten Ablenkungsmanöver gelang es ihr immer wieder, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Keine Pressestrategie konnte die schiere Inkompetenz im Herzen der Regierung verbergen. Die Botschaft war klar. Es gab keinen wirklichen Plan, nur Wut, Ablenkung und die hartnäckige Weigerung, ein Scheitern zuzugeben. Caroline war nicht die Urheberin des Wahnsinns, aber sie hatte die Aufgabe, ihn zu verkleiden und so zu tun, als sei er normal. Am Ende wird man sich wahrscheinlich nicht an das erinnern, was sie gesagt hat, sondern an das, was sie repräsentiert hat. Ein System, in dem die Wahrheit optional war, Loyalität alles war und das Chaos kein Fehler war. Es war das ganze Design. Und nun, da sich der Rauch lichtet und die Tweets in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, bleibt uns die Erkenntnis, dass das, was wir erlebt haben, keine Führung war. Es war entgleiste Performancekunst. Clearly, there are left-wing activists who sit behind a bench in a courthouse who don't like this president and his policies. But the fact is, everything President Trump is doing is within his executive authority to do it. He is acting within the bounds of the law. All of his actions are constitutional, and our White House and the entire administration are prepared to fight back against this resistance. Don't bet against President Trump. I think his epic return to the Oval Office proves that he is going to win against the weaponization of our justice system. Ihre Aufgabe ist es, das Unhaltbare zu verteidigen. Man nehme das Chaos, den Skandal, die unzusammenhängenden Wortgefechte und verpacke sie in genügend ausgefeilte Soundbites und hohle Argumente, um das Ganze wie eine Regierung erscheinen zu lassen. Caroline Leavitt war nicht nur eine Pressesprecherin, sie war eine Spinnerin, der man eine kaputte Schallplatte in die Hand drückte und sagte, sie solle daraus eine Symphonie machen. Und an einem guten Tag das Beste, was sie tun konnte. War. Einen zusammenbrechenden Damm mit Klebeband zu überkleben. Jedes Mal, wenn sie das Podium betrat. War es. Als würde jemand versuchen, eine Überschwemmung mit einer Serviette aufzuwischen. Hinter ihr war der Zirkus in vollem Gange. Trumps Tweets flogen wie Konfetti. Politische Entscheidungen wurden mit der Präzision einer Dartscheibe getroffen. Und Mitarbeiter ließen Geschichten schneller durchsickern, als das Weiße Haus sie dementieren konnte. Leavitt hatte die Aufgabe, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Aber je mehr sie redete, desto klarer wurde es. Die Wahrheit war nicht nur unbequem, sondern auch unbezwingbar. Immer wieder versuchte sie, Illusionen als Realität, Chaos als Strategie und Ego als Führung zu verkaufen. Aber egal, wie oft sie versuchte, einen neuen Anstrich darauf zu klatschen, das Fundament bröckelte immer noch. Die Trump-Administration war keine Maschine, die einer Feinabstimmung bedurfte. Sie war ein politischer Müllcontainer, den keine noch so gute PR löschen konnte. Letztendlich war Caroline nur eine Figur in einem Spiel, das von Anfang an manipuliert wurde. Man gab ihr ein Drehbuch in die Hand und erwartete von ihr, dass sie improvisierte, wenn die Handlung unweigerlich aus den Fugen geriet. In der Zwischenzeit warf Trump mit Wutausbrüchen in Großbuchstaben um sich, war besessen von seinem eigenen Mythos, twitterte und verkündete die Wahrheit, als ob der Rest von uns das Ende dieser Geschichte nicht schon gelesen hätte. Das Tragische daran, es ist nicht nur eine Pointe. Während die Late-Night-Witze und viralen Clips uns etwas zum Lachen geben, hat das amerikanische Volk den wahren Preis für dieses Chaos bezahlt. Sie standen im Kreuzfeuer von Inkompetenz, Fehlinformationen und einer Regierung, die der Optik den Vorrang vor den Ergebnissen einräumte. Klar, dass wir lachen, denn es ist zu surreal, zu bizarr, zu völlig aus den Fugen geraten, um es anders zu verarbeiten. Caroline Leavitt mag das Sprachrohr gewesen sein, aber der Ton, den sie von sich gab, ist nur ein weiteres Echo in der Leere des Trumpismus, ein Geräusch, das wir alle immer noch versuchen, auszublenden. Natürlich gibt es linke Aktivisten, die hinter einer Bank in einem Gerichtsgebäude sitzen und die diesen Präsidenten und seine Politik nicht mögen. Tatsache ist jedoch, dass alles, was Präsident Trump tut, im Rahmen seiner Exekutivbefugnisse liegt. Er handelt innerhalb der Grenzen des Gesetzes.
Alle seine Handlungen sind verfassungskonform. Und unser Weißes Haus und die gesamte Verwaltung sind darauf vorbereitet, gegen diesen Widerstand vorzugehen. Wetten Sie nicht gegen Präsident Trump. Ich denke, seine epische Rückkehr ins Oval Office beweist, dass er gegen die Bewaffnung unseres Justizsystems gewinnen wird. Letztendlich war die ganze Episode Jimmy Kimmel vs. Caroline Leavitt. Caroline Leavitt nur ein weiteres absurd unterhaltsames Kapitel in der fortlaufenden Pannenserie, die das Erbe von Trump darstellt. Es war alles dabei, ein Late-Night-Moderator, der eine Pressesprecherin röstet, die versucht hat und dabei spektakulär gescheitert ist, das Unhaltbare zu verteidigen. Und ein ehemaliger Präsident, der immer noch keinen Witz vertragen kann, ohne in einen verletzten Ego-Modus zu verfallen. Wenn uns die Ära Trump etwas gelehrt hat, Dan, dass sich Satire praktisch von selbst schreibt. Wenn Caroline Leavitt vor das Mikrofon tritt, um Trump vor Kritik zu schützen, ist das so, als würde man versuchen, ein Feuer im Müllcontainer mit einer Wasserpistole zu löschen. Es ist laut, chaotisch und letztlich sinnlos. Und ihr dabei zuzusehen, wie sie versucht, aus dem Chaos einen Zusammenhang zu machen, war ein Meisterstück an Vergeblichkeit. Sie ist die jüngste in einer langen Reihe treuer Fußsoldaten, die eingesetzt werden, um dem Unsinn einen Sinn zu geben, nur um den Göttern der Late-Night-Comedy geopfert zu werden, sobald es bergab geht. Seien wir ehrlich, Trumps Präsidentschaft zu verteidigen ist kein Job, sondern eine lebenslange Strafe im Land des Gaslighting. Und Caroline sollte vielleicht ihren Lebenslauf aktualisieren. Denn ihr Auftritt war weniger ein politischer Profi, als vielmehr eine Praktikantin, die von einem Zettel abliest. Aber ganz ehrlich, wenn wir nicht lachen würden, würden wir weinen. Und dieser ganze Moment gab uns einen weiteren Grund, in Gelächter auszubrechen über den Zirkus, der die Trump-Welt war und irgendwie immer noch ist. Die Regierung war wie eine nicht enden wollende Reality-Show, die sich weigerte, abgesetzt zu werden und in der jede Folge versuchte, die letzte an Absurdität zu übertreffen. An einem Tag war es eine Sharpie-Hurricane-Karte. Am nächsten Tag war es Bleiche als Heilmittel. Jetzt ist es ein Pressesprecher, der von einem Comedian öffentlich niedergeschlagen wird. Es ist wirklich passend, denn in Trumps Umlaufbahn ging es nie um Regierungsführung, sondern um Theater. Schlechtes Theater, aber trotzdem Theater. Und diese neueste Folge ist nur eine weitere Szene in einer dunklen Komödie, von der wir uns alle noch immer erholen. Völlig vernünftig. Diese Leute arbeiten so hart daran, uns zu sagen, dass diese Katastrophe, die wir gerade vor unseren Augen erleben, Teil des Plans ist. Es ist alles nur Teil des Plans. Einer der zähnefletschenden Stars dieser Operation ist der stets ängstliche Schwätzer des Hauses, Mr. Iron Mike Johnson. Ich stelle mir das, was Präsident Trump tut, so vor, wie wenn man Billard spielt. Man geht auf den Tisch und stößt die Kugeln, so fest man kann. Das ist die Strategie vieler Leute in diesem Spiel. Man stößt so fest wie man kann. Sie lösen die Kugeln auf dem Tisch auf und verteilen sie. Dann spielen sie die Strategie, sie in den Löchern zu versenken. Richtig? Das ist es, was wir gerade tun. Es ist ein Umbruch. Ich glaube, dass es manchmal eine gewalttätige Angelegenheit ist, wenn man etwas durcheinander bringt, oder? In der Spielmetapher. Aber am Ende geht es immer gut aus. Nein, es klappt nicht immer. Von den der Schwerkraft trotzenden Haaren über die mitternächtlichen Tweetstürme bis hin zu den Pressekonferenzen, die sich wie surrealistisches Theater anfühlten, war Trumps Präsidentschaft nicht nur eine politische Ära, sie war ein regelrechtes Spektakel. Ein 4 Jahre andauernder Zirkus in Endlosschleife. Komplett mit Rauch, Spiegeln und einem Soundtrack des Chaos. Man konnte nicht wegsehen, aber man konnte auch nicht so recht glauben, was man da sah. Es war, als würde man jemandem dabei zusehen, wie er mit verbundenen Augen mit flammenden Schwertern jongliert, erschreckend und doch seltsam faszinierend. Jeder Tag brachte eine neue, bizarre Wendung mit sich, atemberaubende Äußerungen, peinliche Fauxpas und Entscheidungen, die sich weniger wie Führungsqualitäten anfühlten, sondern eher wie zu weit gegangene Social-Media-Wagnisse. Es gab kein Drehbuch, sondern nur Improvisation von jemandem, der in der Verwirrung zu gedeihen schien. Politische Ankündigungen wurden wie Pointen vorgetragen, und die Stimmung im Land schwankte oft stark, je nachdem, in welcher Stimmung Trump an diesem Tag aufgewacht war. Und dann waren da noch die Nebendarsteller, Kabinettsmitglieder, die wie aus einem abgelehnten Saturday Night Live-Sketch entsprungen schienen, Berater, die in kryptischen Halbwahrheiten kommunizierten, und Pressesprecher, die so häufig und selbstbewusst logen,
dass es zu einem Kunststück wurde. Es war, als hätte jemand einen Polit-Thriller mit einer Reality-Show gekreuzt und eine Lackspur hinzugefügt, die man nur in seinem Kopf hören konnte. Rückblickend fühlt es sich fast wie ein Fiebertraum an. Etwas, das so abwegig und verrückt war, dass es unmöglich hätte passieren können, außer es ist passiert. Wir haben es durchlebt. Jeden Zusammenbruch im Presseraum. Jeden unbeholfenen Händedruck im Ausland. Jeden Moment, in dem sich Late-Night-Comedians fragten, ob Satire überhaupt noch möglich ist. Und doch sind wir hier, auf der anderen Seite. Der Abspann lief. Das Licht ging wieder an. Und der nationale Kater setzte ein. Aber mit ihm kam etwas anderes, Klarheit. Ein kollektives Ausatmen. Ein Realitätscheck, der wie ein Glas kaltes Wasser ins Gesicht schlug. Sicher, die Narben sind noch frisch und die Arbeit ist noch nicht getan. Aber wir sollten diesen Moment nicht unterbewerten. Nach 4 Jahren, in denen wir in einem Schlagzeilengenerator ohne Ausschalter gelebt haben, ist es ein verdammt gutes Gefühl, sich daran zu erinnern, wie Normalität einmal aussah. Oder zumindest zu wissen, dass das Absurde nicht mehr die Basis ist. Sind Sie der Meinung, dass diese Art der nächtlichen Enthüllung Politiker zur Verantwortung zieht? Oder geht sie zu weit? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare unten. Wenn dich diese Geschichte umgehauen hat, sag gefällt mir, abonniere sie und schalte die Benachrichtigungen ein. Denn der nächste Schritt in diesem politischen Kräftemessen kann jeden Moment erfolgen.